Ein komisches Getränk aus dem Supermarkt. Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Es geht mal wieder weiter mit der Stanley Parable. Mega lange war Pause. Auch für die ganzen neuen Leute. Das ist ein mega cooles, schönes Spiel. Also jetzt nicht direkt vollkommen bananas gehen, wenn ihr das seht. Und dann einfach nur so, kein Minecraft, ich hasse dich. Sondern eher mal so ein bisschen downkommen vom Horse, mal ein bisschen relaxen. Und entspannen mit mir, falls ihr die Folgen davor noch nicht gesehen habt. War ganz lustig, war ganz schön. Und heute den Ladescreen dauert 337 und 3 Minuten, 337 Jahre, 5 Stunden, 3 Minuten, ja, irgendwie sowas. Extrem geiles Spiel. Ich hatte noch von irgendwem in den Kommentaren, ihr werdet ja mal aufgefordert, falls ihr das Spiel auch selber kennt, irgendwie mir noch Wege zu sagen. Ich hatte noch einen Kommentar, wenn ich mich im Schneiden dran erinnere, wird dieser Kommentar jetzt kurz, weil ich den Blackscreen habe, noch eingeblendet, genau hier. Okay? Genau, dass ich eben auf diesem Aufzug probieren sollte, ganz nach unten zu springen. Das ist das Erste, was wir machen werden. Danach habe ich noch ein paar Ideen, was wir machen können. Und ich probiere das jetzt alles mal umzusetzen. Und dieser Ladescreen dauert sowieso wieder 3 Jahre, deswegen könnt ihr euch entweder was erzählen oder setzt einen Cut. Aber ich glaube, ein Cut als solches ist viel spannender, obwohl jetzt geht's gerade schneller. Vielleicht, okay, Cut. Vielleicht habe ich jetzt dieses Mal komplett durchgelabert. Also ich meine ja nur, es sollte ja nicht allzu schlimm sein. Des Weiteren habe ich immer wieder Angst, dass meine Facecam nicht funktioniert und dann mache ich mich hier vollkommen zum Affen. Vollkommen zum Affen. Und dann kann ich es ja nicht nochmal drehen, weil ich mache es ja auch blind, weil ich habe das ja wirklich noch nie gesehen. Und ich will auch im Internet nachgucken, deswegen müsst ihr mir immer die Wege schreiben, wo ich hingehen soll. So, das klicken wir jetzt weg. Und bis wir jetzt an dem Punkt sind. Gott, zu viel geredet. Nochmal. Bis wir jetzt an dem Punkt sind, bis dahin gibt es jetzt einen Cut. Von daher. Hamster. So, da sind wir wieder. Wir sind jetzt mal ein bisschen gesprintet. Hier war der Aufzug, da sind wir letztes Mal auf diesen, ich zeig immer auf meinem Bildschirm, ihr seht das doch nicht, auf das Ding da hinten, auf diesen Weg gejumpt. Und mir wurde jetzt gesagt, dass ich ja hier probieren soll, mal runterzuspringen. Ja, ne? Was hier? Penalty for Misusing? Ja, komm, nee, aber das haben wir alles schon mal gesehen. Wir gehen einfach mal hier rauf. Wir gehen einfach mal hier runter. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. What? Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Ja, geil! Ja gut, dann habe ich jetzt noch beim positiven Weg eine Idee, wo wir lang gehen können. Ich cutte mal kurz zu der Stelle, bis wir da sind, denn sonst wieder das gleiche Gelaber. Also, bis gleich! Schweinebabys. Und wieder da. So, hier, das war der Punkt, wo ich hin wollte. Wir sind ja schon mal escaped und da gab es ja nicht wirklich noch einen Weg. Meiner Meinung nach nicht. Vielleicht, ihr könnt mich auch verbessern. Immer in die Kommentare schreiben. Alles cool. Und jetzt, hier war ja noch so ein Choice. Da konnten wir dann was gucken. So, wisst ihr, Ja-Nein-Button, da bin ich dann immer noch am Start. Ja, mach mal hier, komm. Ich spiele jetzt von hier, damit ihr nochmal wisst, was abgeht. Horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Nein. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building. Stanley's co-workers, the lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Nein, Stanley, unsere Emotionen. No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life
utterly blind to the world? So, hier weiß ich jetzt nicht, falls ihr irgendwas sehen solltet. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Da oben zum Beispiel, das haben wir auch nie gemacht. Was denn 1 und 2 und so? Hier ist noch total viel, glaube ich. Gucken wir mal. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. 1, passiert nichts. 2? Auch nicht. Was, wenn wir da hochgehen? Wo ist denn 3? Bist du 3? Hallo. Ich bin einsam. Echt einfach nur alles creepy wieder. Okay, also hier kann man nichts machen. Muss man die vielleicht in der Reihenfolge drücken? Ich drücke auch nochmal 3 da hinten. Weil jetzt gleich können wir uns nämlich entscheiden. Also falls ihr irgendwas seht, wir waren schon mal da unten in dem Feld. Hier. Mal an. Alles macht nur Klick. Aber keiner weiß, wohin wir gehen müssen. Gut, jetzt machen wir erstmal... Warte, hier ist die 5. Wo ist denn dann die 3? Können wir da noch rein? Oder da hinten oder so? Ne, da können wir her, ne? Ne, da können wir her. So, warte, wir drücken jetzt erstmal Nein. Wir drücken jetzt erstmal My finger is on the button. Okay, los, erzähl. Eine riesige Systemehre, Alter, ich schwör's dir. So, jetzt. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Nein. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? Well. After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. Okay. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. What? In the event that this machine is activated without proper DNA Ich will nicht schon wieder sterben. nuclear detonators are said to explode, Direkt nuklear, ja, komm. How long until detonation then? Let's say, 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. Och nö! So little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what Oh fuck, ey. Which one of them is? More time to talk about you, about me. Oh shit, where we're Mann. going, what all this means. I barely know where to Hier ist start. doch alles weg, ey. What's that? You'd like to know where your co-workers are? Da. A moment of Ich kann da raus, silence. All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly. So ein what Ficker, ey. happened. I erased them. I turned off the machine. I set you free. What? Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything. Ach, scheiße. The control wrested away from you. It's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. Nein. My goodness, only 34 seconds left. Nein, das ist so behindert. Ich will doch irgendwas tun. Mach mal auf. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? These are Es ist so ein Arsch. seconds, Stanley. Es ist so ein Time Arsch. doesn't grow on trees. Ja, und jetzt? Me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what Ja. you're supposed to be doing right now? Ja. Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button,
screen to screen, clicking on every little thing in this room. Was war das? These numbered buttons. No, these colored ones. Or maybe this big red button. Or this door. Everything, anything, something here will save me. How would you think that, Stanley? This video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Wo ist 3? Wo ist 3? Wo ist 3? 3. Stanley, Wo ist 3? Wo ist 3? You're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made. Ich will irgendwas tun! Nein! It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count. Or don't. It's all the same to me. All a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say happily ever up. Das war noch nicht auf 0. Oh Mann, ey. Ich kann doch nicht direkt anfangen, indem wir zweimal richtig krass verrecken. Und ich muss sagen, ich habe mich selbst ein bisschen gespoilert. Ich habe was gesehen, aber ich weiß nicht, wie das ausgeht. Das war letzte Folge bei dem Baby-Game. Da probiere ich jetzt nochmal hinzukommen und da habe ich nämlich noch so ein Easter Egg, war das, glaube ich. Da probiere ich nochmal hinzukommen und dann gucken wir mal weiter. Ach ja. Wow. Schneewittchen. So, wir sind wieder da. So. You click the button to move him back to the right. Das ist so behindert. The fire, you fail. So. It's a very meaningful Okay. all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. So, okay. Jetzt ist dieses übelst stressige Game am Start, was wir eine ganze Weile zocken müssen. Aber dann kann man das noch weiter schaffen hier. Und ich weiß nicht, wenn das jetzt zu lange dauern sollte, dann kann ich das auch gerne, aber das ist einfach so behindert, ey. Oh Mann, Alter. Das da, wenn ich die ganze Zeit, besonders dieses Geräusch dazu, die fordern einen ja auf, einfach nur dieses Kind sterben zu lassen. Ich setze mal einen Cut, bis was passiert. Ferkel. Kannst schon am Ton hören inzwischen, am Ton, weil ich es schon so lange mache. Wie so ein Minimal-DJ. So, ich glaube, das wird nichts mehr, beziehungsweise das hätte ich noch viel, viel länger machen müssen. Da habe ich momentan einfach keine Geduld zu. Ich sitze jetzt hier seit einer Viertelstunde und mache das hier. Ich würde euch empfehlen, vielleicht einfach mal den Kram anzugucken, dann als Video, weil ich habe es gesehen, aber mir kam es so vor, also es hätte jetzt nicht wirklich 4 Stunden gemacht, sondern echt nur so 5 Minuten und dann ist es passiert. Und normalerweise sollte dann hier irgendwie noch was kommen und da was runterfahren. Und dann muss man irgendwie 2 Button drücken. Dann habe ich halt aufgehört zu gucken damit, weil ich mir nichts spoilern wollte. Aber, das ist mir alles doch ein bisschen zu langwierig. Und von daher würde ich sagen, falls ihr noch irgendwelche coolen, interessanten Wege habt, schreibt ihr mir bitte in die Kommentare. Dann brezel ich das auch ins Video rein. So wie ihr Lust habt, wie ihr witzig seid, wie ihr Spaß habt. Und dann,
Wir sagen bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Bewertungen und auf eure liebevolle Suppe, kann man sagen. Auf die liebevolle Suppe. Nicht? Und von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Adios.